Wir wollen uns jetzt über den perfekten Schlag unterhalten, um dann festzulegen, was mache ich, wenn ich es nicht schaffe, einen perfekten Schlag zu spielen. Der perfekte Schlag sieht so aus, dass mein Treffpunkt idealerweise zwischen der Hüfte und der Schulter eher in Richtung Hüfte ist, dass der Treffpunkt vor dem Körper ist, dass ich den Ball zentral treffe, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Körper im Sinne der optimalen Muskelvordehnung in Spannung zu bringen. Bein ist gebeugt, Oberkörper rotiert, linke Schlaghand, nicht Schlaghand auf der Seite mit dabei, Schläger im Beschleunigungspunkt. Und jetzt kann ich auslösen über dieses rechte Bein nach oben, dann folgt die Hüfte nach vorne, Treffpunkt, das Körpergewicht verlagert sich und endet dann sogar auf dem linken Bein. Das heißt, ich habe eine Bewegung, einmal von unten nach oben, aber auch von der rechten Seite rüber auf die linke Seite. Das bedeutet von den Beinen, ich habe angefangen, rechter Fuß ist belastet, über den rechten vorderen Fußballen drücke ich mich ab. Am Ende habe ich das Gewicht gelöst hier hinten, links ist belastet. Das wäre der ideale Vorhandschlag, wo alles stimmt, wo ich einen schönen Treffpunkt habe, wo ich genügend Zeit habe und wo ich eben auch in die Streckung komme, bis hin, dass ich sogar vom Boden wegkomme, nach oben, weil der Impuls so stark ist, dass der Körper vom Boden weggeht. So, jetzt werden einige sagen, ja, aber wenn ich dann speziell auch Damentennis teilweise sehe, da kommen die überhaupt nicht vom Boden weg. So, und jetzt müssen wir sagen, welche Bedingungen führen dazu, dass dieser perfekte Schlag nicht möglich ist. Eine Bedingung sind unterschiedliche Balltreffpunkthöhen. Je höher ich den Ball treffe, umso stärker geht die Aufwärtsbewegung nach oben. Wenn in Paris gespielt wird, auf dem Boden, wo die Bälle sehr hoch abspringen, dann sind Treffpunkte teilweise auf Schulterhöhe, teilweise oben drüber, da kann ich nicht in den Knien sein, da bekomme ich den Ball überhaupt nicht. Da muss ich sogar vom Boden weg nach oben, um den Ball zu treffen. Wenn jetzt Treffpunkte stattfinden, die sehr niedrig sind, die sehr flach sind nach unten, dann nutzt mir es nichts, dass ich mich strecke nach oben, wenn der Treffpunkt hier unten ist. Und jetzt schauen wir uns Damentennis an. Und Damentennis ist im Unterschied zu Herrentennis oft sehr schnelle, flache Bälle lang an die Grundlinie. Das heißt, die Spielerinnen haben Zeitdruck, der Ball hat wenig Drall, hat wenig ballistische Flugkurve, nur nötig, knapp übers Netz. Jetzt ist der Balltreffpunkt hier unten. Die Spielerin hat auch das Körpergewicht entsprechend abgesenkt. Aber dadurch, dass der Ball so schnell ist, kann sie nicht mehr die Beine auslösen. Da gibt es jetzt einen Grundsatz, der heißt, Rotation geht vor Streckung. Was bedeutet das? Diese tiefe Stellung bleibt und ich rotiere in dieser tiefen Stellung. Die hat sich nicht aufgelöst. Grund, langer, schneller, flacher Ball an die Grundlinie mit einem tiefen Treffpunkt. Ist nicht das biomechanische Optimum, aber ist in der Situation die Lösung, die erfolgreich sein kann und die auch angezeigt ist, weil es eine andere Situation ist als die vorher beschriebene. So, weiterer Punkt, wenn die Bälle sehr weit und hoch abspringen, nach hinten gehen, dann werde ich Treffpunkte haben, die so hoch sind, da muss mein Körper hocharbeiten. Das geht gar nicht anders. Da kann ich nicht unten bleiben. Und da kommen wir jetzt in die Biomechanik rein. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ihr müsst immer das und das machen, sondern ich kann euch nur sagen, in der Situation, mit dem Zuspiel, mit dem Treffpunkt, ist das am günstigsten. In der Situation, mit dem Treffpunkt, ist das am günstigsten. Deshalb warne ich immer davor, dass man Tennis reduziert auf so ein paar Floskeln, sondern man muss es immer
an Situationen erklären, die dann auch eine biomechanische, sinnvolle Lösung darstellen. Die nehme ich mir natürlich von der Weltklasse raus.